Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Ueli on Tour von Burgen und Schlössern. In dieser Staffel versuchen 3 Teams, so viele Burgen und Schlösser wie möglich zu erobern. Dazu müssen sie sich durch das Schweizer ÖV-Netz kämpfen und die entsprechenden Burgenmissionen erfolgreich lösen. Für den Transport mit dem ÖV brauchen die Gruppen Uelis, wo sie sich durch das Lösen von Challenges ansammeln können. Alle Teams haben sich in der letzten Episode einen ordentlichen Batzen an Uelis zurechtbüscheln. Die einen mit härter, ehrlicher Arbeit und andere mit einem fiesen Hinterhalt. Der Robin und der Micha sind nach der ersten Strafhockete in dem Spiel dran, in Luzern eine Taube zu füttern, damit sie ihr Kessel füllen können. Währenddessen sind der Tim und der Nick auf dem Weg nach Lenzburg. Genau wie auch der Martin und der Jan. In Lenzburg gibt es nämlich, wie der Name vermuten lässt, eine Burg zum Erobern. Der Martin und der Jan sollten laut Zeitplan vor dem Tim und dem Nick in Lenzburg ankommen. Doch ist das wirklich ein Vorteil? Heieiei, das wird ja immer verreckter. Ja, wir sind auf so einer kleinen Kackstrecke. Ja. Schau mal, was ist das? Der Bahnhof ist eine Kille. Wir sind in Lenzburg, wir gehen auf den Bus, fährt in 5 Minuten und dann fahren wir Richtung Schloss. Da gibt es leider keine erste Klasse, ja, wenn wir uns runterlassen Mit dem Pöbel fahren. Vom Volk. Wir hatten etwa 17 verschiedene Pläne schon, die wir jetzt über Bord geworfen haben. Und haben uns jetzt entschieden, wir sind jetzt gerade in Seeon, also eine Station vor Lenzburg. Genau. Dass wir ab dort den Jägermodus reinknallen. Damit nicht klar ist, steigen wir in Seeon aus oder nicht. Genau. Dann fahren wir bis auf Lenzburg und gehen die Sauhunde jagen. Ja, und zwar 75 Minuten lang. Genau. 1 Minute Jagdmodus kostet, wie wir bereits erfahren haben, 1 Ueli. Das Unterfangen kostet der Tim und der Nick als saftige 75 Uelis. Während dem Jagdmodus darf das Jägerteam ihren Standort abstellen, damit die anderen Teams nicht wissen, wo sich die Jäger genau befinden. Plus muss ein Team beim Auslösen des Jagdmodus bereits bekannt geben, ob sie Jagd auf eine zufällige eroberte Burg machen oder auf die Hälfte vom Ueli-Guthaben. Und wir können es ja jetzt schon sagen, aha, wenn sie jetzt kurz vor Burg sind, können wir es eigentlich nicht klar sagen, ob wir Uelis oder Burg jagen. Nein! Das ist auch wieder schwierig. Schon wieder so etwas. Wie normal. Die regt mich so auf. Wieder schauen. Jetzt müssen wir mal Schon ein bisschen im Auge behalten, ob sie weiterfahren oder ob sie warten. Ja, voll. Es ist ein kritischer. Ich weiss nicht, ich würde fast irgendwie auf Burg. Machen wir Glücksspiel. Gehen wir risky. Dann loggen wir ab jetzt ein. Ja, 12:15. 12:15 wir machen Jägermodus, wir gehen auf Burg. Ja, 75 Minuten lang. Gruppe Nick und Tim, wie erwartet, haben sie den Jagdmodus ausgelöst. Wir sind da gerade auf der Stairway to Heaven. Eine herrliche Aussicht hier oben. Ja. Yes! Geil. Gut. Challenge ist das. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Echt schön. Aber wir haben auch keine Zeit, um es zu bewundern. Das ist ein bisschen schade, ja. Also bauen wir Volta. Ist das der direkteste Weg nachher noch auf Genf? Nach Genf, ja. Also wir hätten noch 20 Minuten für eine Challenge. Die Artist erstellt ein Naturmandala in Grösse von einem Schritt in Länge und in Breite. Ich schlage vor, wir gehen hier Richtung See, weil dort hat es so Steine. Ja. Und Steine sind Naturmaterial, dann können wir einfach mit Steinen irgendetwas machen. Sehr gute Idee. Let's go! Alright. Vielleicht denken sie jetzt auch, jetzt warten wir mal noch schnell mit Burg erobern. Vielleicht haben sie eine halbe Stunde oder so Jagdmodus. Ja, aber denkst du? Wir haben viel länger. Das ist jetzt eben Brüder Weber, oder? Das ist jetzt eben genau so. Da, Strategie, Können, alles Brüder Weber. Ich fühle mich wie bei so einem Junggesellenabschied. Sieht für mich nach einem Mandala aus, sage ich ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, etwas fehlt noch. Okay, nein. Nein, der fehlt nicht. Ich finde es perfekt so. Ich finde das gut. Gut, wir sind da.
Willkommen in Lenzburg. Die anderen Teams kann man ja bis jetzt überhaupt nicht brauchen. Schön sind ihr jetzt endlich einmal an einer Burg dran. Meine Hoffnung setzt sich im Moment auf euch. Die Lenzburg erobern ist nicht einmal so schwierig. Ich traue euch das zu. Die erste Staffel von Uli on Tour hat ja auch schon in Lenzburg stattgefunden. Eure Mission ist es jetzt, sucht euch ein öffentlich zugängliches WLAN und dann schaut den Trailer von der ersten Staffel. That's it, Lenzburg gehört euch. Ich habe jetzt gerade hier mit der Aussicht, wenn es da gerade ein öffentliches WLAN hat. Ich habe leider keins. Hast du keins? Da, Schluss. Gast. Passwort. Oh. Das ist unser Zug. Steigen wir jetzt gerade ein. Ich würde sagen, perfektes Timing. Können wir uns ein bisschen aufwärmen? Ab nach unten. Wir haben gesehen, sie sind mitten in der Mitte von der Burg zu Oberstruff. Genau. Ah, schau, da sieht man sie schön. Genau. Dort ist die Burg. Aber sie müssen ja ein WLAN finden. Ich weiss nicht, ob es dort oben ein WLAN hat. Da hat ganz viele WLAN. Da hat ganz viele. Schlussgast. Grüezi. Grüezi wohl. Wir wollten fragen, wie das WLAN-Passwort ist. WLAN? Ja. Dort rauf müssen wir. Dort rauf müssen wir. Es wird auch noch ein steiler Anstieg. Also, Die Werbung schön laufen lassen, dann können wir noch ein bisschen genau, schön. Jetzt habe ich überspringen gedrückt. Herzlich willkommen zu Uli on Tour. Wir spielen 48 Stunden lang Gefängnis durch die ganze Schweiz. Du kannst gerade Live-Reaction machen. Wow, Alter, das ist das spannendste Video, das ich jemals gesehen habe. Wenn die runterschauen, die sehen uns doch. Ja, eben. Für das ist eine Burg doch gebaut. Und Kaffee Crème ist kein Kaffee. Doch, das zählt als Kaffee. Die Szene ist super. Geil. That's it. Schaut rein, he? Wenn ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt. Das ist aber auch mal gut hier, ne? So, Sie haben es geschafft. Update. Sie haben die Burg geholt. Eigentlich gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Sie sind sich jetzt am Bewegen. Jetzt schauen wir, ob sie den Weg hier runterkommen. Ja. Können wir da überhaupt runter? Geil wäre, wenn sie jetzt natürlich dort raufkämpfen, wo wir Wir können einen anderen Weg abnehmen, ja. Aber Sie dürfen uns einfach nicht sehen, weil wenn Sie uns sehen, ist es blöd. Ja, wir müssen uns verstecken, ja. Was für eine Erkenntnis, wenn Sie uns sehen, ist blöd. Bei den Kühen sind wir durchgelaufen. Ja. Dort. Genau, dann haben wir ein Foto gemacht von der Kuh. Wenn wir auf diese Seite irgendwie oben. Gut, das ist ein scheiß Ort zum sein, glaube ich. Ich schau mal, wo der Bus ist. Nein, sie bleiben, glaube ich, stehen. Wirklich? Wahrscheinlich ist Ja, das es der macht beste... ja auch Sinn. Von dort sehen Sie wahrscheinlich runter und Sie sehen den Weg und Sie... Oh, da gibt es Hotdog. Also, schau mal da. Da fährt ein Bus. Lenzburg Schloss. Wie gehen wir auf den Bus? Gehen wir gerade da? Ist das zu offensichtlich? Wir haben den Standort aus, ist alles offensichtlich, Martin. Ja, scheiße. Ah, warte, es bewegt sich etwas. Oh, Sie gehen runter. Da müssen wir sie holen. Sie kommen. Also, let's fetz. Wir haben einen bedeutenden Vorteil. Wir sind Heimvorteil. Wir sind Wir sind eigentlich jetzt im im Wald. Heimvorteil, wir sind im Wald. Aber wir bauen uns einfach irgendetwas. Eine Seilbahn oder so. Der grosse Lenzburg-Showdown um die erste Burg. Oh, sie kommen vielleicht doch. Sie kommen, glaube ich. Das wäre schon wie geil. Oh, der Weg ist gerade da, gell? Hast du etwas gesehen? Nein. Das ist so ein Wohnungsgebäudekomplex da. Okay, da ist ein bisschen offener, das ist gut. Jetzt müssen wir aber doch noch kurz überlegen. Es ist auch eine grosse Chance, dass sie einfach am Bahnhof warten. Ja. Das heisst, wir könnten schon auch den Bus oder irgendetwas anderes überlegen, oder nicht? Meinst du verwirren? Ja, weil wenn sie... Also, ich habe das Gefühl, es ist mega naheliegend, dass sie am Bahnhof nein. Wagen am Bahnhof warten. Was hättet ihr gerne? Eine Burg oder Wir haben eine Burg eingeloggt. Gott sei Dank. Wir haben es riskiert. Dann holen wir da unsere Sachen wieder. Aber ja, wahrscheinlich müsst ihr ja jetzt am gleichen Ort wie wir. Jetzt gehen wir doch auf den Bus, oder? Wenn er gerade kommt, ja. In 3 Minuten.
Alles perfekt aufgegangen. Jetzt haben wir nicht mal den ganzen Huren Hügel da müssen hochlaufen. Ja, ist denn schon Weihnacht? Wir sind in 1 Minute in Olten. Um bis auf Nyon zu kommen, von Olten geht es aber irgendwie 2,5 Stunden. Das heisst, wir brauchen sicher noch ein paar Challenges zu machen, dass wir nachher auch genug Punkte haben zum Fahren. Es ist der Weber Power. Es ist unglaublich. Es ist der Weber Power. Das ist der Start, den wir wollen. Wenn wir die Burg jemandem aus der Familie widmen, wenn wir sie an Mami widmen. Die erste Burg geht aufs Mami. Deal. Mami, die Burg ist für dich. Falls Ihr nächster Schritt ist, auf Olten zu kommen, wo wir jetzt sind, können wir Sie fangen und uns allenfalls die Lenzburg unter den Nagel reissen. Wir wollen jetzt auf Olten weiter. Wir haben vorher gesehen, der Robin und der Micha, die sind Olten. Also, wenn wir die Möglichkeit haben, um sie zu fangen, ist das natürlich etwas, das wir in Betracht ziehen. Erste Klasse. Ja, sie sind schon auf dem Gleis. Wir gehen wahrscheinlich auf den gleichen Zug wie sie. Ja. Fuck, der Zug ist easy lang. Ja, Es wird nicht einfach. es ist nicht einfach zu sehen, ob sie aussteigen. Wie auch früher auf dem Spielplatz gilt in unserem Spiel die Regel «Umgehen ist Katzendreck». Wenn eine Gruppe gefangen worden ist, müssen sie mindestens 30 Minuten lang warten, bevor sie selber im Jagdmodus auslösen dürfen. Das Jägerteam hingegen muss eine Zeitspanne von ihrem zuvor ausgelösten Jagdmodus abwarten, bevor sie ihren nächsten Jagdmodus auslösen können. Der Tim und der Nick haben einen 75-minütigen Jagdmodus ausgelöst, um das Schloss Lenzburg zu erobern. Sie müssen also, ab dem Moment, wo sie den Martin und den Jan gefangen haben, 75 Minuten warten, bis sie weiter jagen dürfen. Also, aus dem Zug ausgestiegen, da ist noch eine verkehrt. Und direkt geht es weiter mit unseren Challenges. So, darfst du eine zeigen? Gut. Frida. Jemand zeichnet blind etwas, das die andere Person erraten muss. Zweimal die Zeichnung nicht erraten, heisst die Challenge nicht bestanden. Wenn wir mal schauen, was der Robin da aus dem Rucksäckchen rauszaubert. Papier. Kennst du den? Ist das der Walter Maria? Nicolas Cage. Ist das? Ja. Okay. Aber ich mache etwas Einfaches. Warte. Das sieht so blöd aus mit dieser Maske. Schau auf meine Zeichnung. So. Ja, ein Vogel. Ja, ist falsch. Ein Gückel wäre es gewesen. Versuch, Dann ist jetzt eine zweite Person. Mach etwas Einfaches. Ja, aber ja, klar ich habe gedacht, der Gückel wäre sicher auch. Warte mal, ich muss mal etwas überlegen. Gib mir kurz Zeit. Kannst du auf eure Schiele? Clever, sehr clever. Das letzte verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich weiss nicht, ob das ein Lenker soll sein, aber dann rate ich mal Velo. Ja! Ah ja, aber das ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, ich hätte es besser erkannt ohne den Lenker. Der Robin? ja, sie fahren so rein. Also ja. in der Folter. Jetzt gehen sie dort ein bisschen. Aber die haben ja noch keine Burg. Oder vielleicht haben sie sich jetzt gedacht, weißt du was? Wir gehen jetzt ins Welsche. Ins Französische runter. Alright, alright. Das heisst, aber jetzt brauchen wir die eine Challenge und dann kommen wir bis auf den Marsch. Das. Big Mouth. Jemand von euch muss 3 ABC SRF 3 Fragen richtig beantworten, die die andere Person mit Marshmallows im Maul stellt. Dann brauchen wir Marshmallows. He? Dann gehen wir Marshmallows posten. Willkommen in Bruck. Genau. Nicht zu verwechseln mit Brück. Kommen von Brück. nachher dann mal eine Energieregel reintatschen. Also wir brauchen 10 Marshmallows, die wir ins Maul nehmen für die Challenge. Und wir haben jetzt hier die gefunden. Gehen wir mal irgendwo, wo es ein bisschen weniger Leute hat. Unser eigener Plan geht hure gut auf schon den ganzen Tag. Aber was all die anderen machen, haben wir völlig andere Sachen gedacht. Ah, Scheiße! Was? Das ist ja wohl ein Scherz. Voilà. Ich fahre jetzt mit dem Bus zu der Habsburg. 7 Minuten, alles easy. So, der nächste Teil ist wirklich ein bisschen grusig, darum ersparen wir euch das Ganze und springen führen bis zum Resultat dieser Challenge. Die Challenge ist so unangenehm. Das sind 3 gewesen? Okay. Die sieht man. Man sieht sie überhaupt nicht. Aber das wäre sie. Habsburg wird kommen. Ja.
Hey, Jodalei! Hey, Jodalei! Ja, jetzt musst du raus! Fuck, raus! Ja, dort ist sie ja. Dort ist sie ja. Willkommen im Nirgendwo, wenn wir ehrlich sind. Es wird zwar lange auf Marsch. 20 vor. Ja, dann haben wir auch genug Zeit. Also machen wir noch eine. Und vielleicht können wir sie ja dann eher fangen als sie uns. Also ich will nicht darauf spekulieren, dass sie uns fangen. Also machen wir noch Das ist das Verlierer-Mindset. Okay, du darfst gerade eine ziehen. Gute Wahl. House of Cards. Baut einen Kartenturm mit 3 Stockwerken. Das ist halt ein bisschen glitschiger Tisch da. Willst du nicht auf dem Holztisch? Meinst du, geht es besser? Ich glaube nicht, nein. Das geht schon auf den Können wir Tisch. versuchen. Vielleicht können wir da noch etwas holen. Ein Mineral. Oh, ein Eistee für 2,50. Was? Das Cola ist nur 1,50. Jetzt kann man da noch aufmachen. Oh ja. Das Fundament für den ersten Turm ist schon mal gelegt, für die erste Säule. Also, du musst noch mal 2 machen von denen. Das ist mit der AHV-Säule. Willst du einen Telefonjoker und irgendwie einem Architekt anrufen? Nein, es ist nicht gut. Zum Glück dürfen wir so viel probieren, wie wir wollen. Was haben wir ergattert? Habsburger Eistee Kirsch. Also lokal, hä? Ich muss eben tatsächlich sagen, ich bin schon ein bisschen Konsumschwein. Also du bist wirklich immer am Saufen und Fressen, was gibt es am Morgen. Wir einfach vor ihnen sind mit der Jagdzeit. Das ist der grosse Punkt. 3 Minuten sind wir dort. Aber da können wir es jetzt wie noch nicht auslösen. Let's get it, Robin. Gleis 8 und 9 fahren sie auf Bern und ja, sind fahren Züge sie auf Bern morgen? und Genf. 8 und 9, alles klar, dann schauen wir dort. Einfach für Nächster 15 Halt Minuten, wurscht. Bolton, Endbahnhof. Wir haben Wir bitten alle 20 Reisenden Minuten, ja. auszusteigen Aber das ist und ja eigentlich verabschieden uns von Ihnen. Boah, ich bin wieder nervös. Ich auch jedes Mal. Hey, alle Wenigstens die Karte noch wieder suchen. Sind wir gerade da, oder nicht? Ja, sind wir da. Also, auslösen. Jetzt. Auslöst? Ja. Standort abstellen. Jetzt können wir direkt abhauen. Wir können jetzt direkt abhauen. Und jetzt haben wir es geschafft. Also wirklich 10 Sekunden nachdem sie den Jagdmodus eingestellt haben. Jetzt holen wir zusammen und jetzt hauen wir ab. Ja. 8, 9. Gehen wir gerade schauen? 8, 9. Das ist jetzt ein Poker, aber wir wissen nicht, ob sie auf den Zug wollen. Ja, ja, ist mega gegessen. 56 nach Bern, das machen wir jetzt. Genau. Also wir hauen jetzt einfach ab vom Jan und dem Martin. Gleis 9, da. Nicht, sie sind nicht da. Sie sind nicht unter dem Dach. Schau. Wir sind jetzt da. Ist richtig ausgerichtet. Keine Ahnung, wo ist Der Fluss ist da nicht. Sie sind einfach da. Ich habe das Gefühl, sie warten, bis ein Zug kommt. Ja. Aber sein Standard hat sich einfach nicht mehr verändert. Es kommt halt darauf an, wie lange sie den Jagdmodus drin haben, aber ich nehme nicht an, dass sie irgendwie 2 Stunden drin haben. Für nur Ulis. Wäre gut zu wissen, dass der Zug fährt. Perfektes Timing. Siehst du, 45 Sekunden fährt er auf Bern. Geil. Puh, also von dieser Verfolgungsjagd in Olten bin ich noch ganz ausser Atem. Ob wir den Robin und den Micha noch verwünschen, das findet ihr in Folge 3 raus. Schaut doch auch dort sehr gerne wieder rein und hört auch mal bei unserem Podcast Limoncello rein. Das ist nämlich produziert von dort. Und was wäre eure Strategie bei diesem Spiel? Schreibt es doch unten in die Kommentare und nehmt so an unserem Gewinnspiel teil. Wir haben nämlich all die Uli-Challenges, die ihr hier gesehen und in der ersten Staffel gesehen habt, zu einem Kartenset zusammengestellt. Und wir verlosen 3 von denen am Schluss dieser Staffel, also nach der 6. Folge. Und ja, merci fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.